Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Dell und zwar ein Latitude 14 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und auch sehr gut zu lesen. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die lässt sich zwar auch einzeln tauschen, aber dafür muss man wirklich komplett alles aus dem Gerät nehmen, also Abdeckung, Mainboard, alles. Das Touchpad kommt hier zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und hier ist es so, die bleiben allesamt im Gehäuse, die müssen also nur gelockert werden und kommen nicht ganz raus. Und das sind auch ganz normale Kreuzschrauben. Und ich benutze hier generell für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und ja, da hat man alles, was man braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und ja, für die Kreuzschrauben nehmen wir hier einen ganz normalen PH0 als Aufsatz. Und den können wir dann auch für alles im Gerät selber benutzen. Die Schrauben habe ich jetzt hier alle schon gelockert. Wenn man jetzt die Unterseite vom Gerät trennen will, da kann man erstmal schauen, wo die überhaupt lang läuft. Und dann kann man das hier hoffentlich sehen. Die läuft hier einmal außen rum. Und zum Öffnen nehme ich hier der Öffner auch aus dem Werkzeugset. Und dann versucht man hier eine Öffnung zu schaffen zwischen Gerät und Unterseite. Ich probiere da meistens von der Rückseite aus anzufangen. Und dann geht man hier quasi drunter und hebelt das dann nach oben. Und das ist so, das geht mal schwerer und mal besser. Auch wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, geht es im Normalfall ein bisschen schwerer. Das kann auch sein, dass das sehr, sehr laut knackt, wenn sich hier die ganzen Einraststellen lösen. Falls es irgendwo super schwer geht, dann einfach auch mal schauen, ob wirklich alle Schrauben locker sind. Und alternativ kann man auch an einer anderen Stelle versuchen anzufangen. Das Prinzip ist aber das gleiche. Meist kann man irgendwo dann schon mit den Fingern drunter fassen. Und da ist wirklich nur ist eine reine Geduldsarbeit. Und da einfach nicht mit Gewalt, sondern einfach eben in Ruhe schauen, dass man da alles nach oben hebelt. Und irgendwann kann man dann meistens schon mit so ein bisschen Wippen und Rütteln das Ganze dann hier abziehen. Und wie gesagt, einfach wenn man da auf Nummer sicher gehen will, kann man da auch eben einfach weiter ein bisschen hebeln. Und dann hat man irgendwann die Unterseite in der Hand. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt hier aber irgendetwas machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass wir hier wirklich gar keinen Strom mehr drauf haben. Und den Akku kann man hier gut erkennen. Und in dem Fall läuft hier das Kabel. Und das hat hier so eine kleine Schlaufe und da kann man das einfach nach oben hin abziehen. Und ja, also super einfach gemacht hier.
So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, über dem Akku sind 2 RAM-Slots. Da ist jetzt nur einer belegt. Hier ist die SSD. Es gibt hier übrigens mehrere Varianten, also von dem gleichen Modell. Es gibt das Modell zum Beispiel auch mit einem kürzeren Akku. Und dann ist hier drüben eine 2,5 Zoll HDD drin, also keine SSD. Die ist dann hier an dem Punkt angeschlossen am Mainboard. Dann ja, sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier wäre auch noch Platz für ein LTE-Modul. Und ja, den Lüfter sehen wir hier und den Heatsink, dazu später mehr. Eine weitere Besonderheit hier ist, dass man die Strombuchse bei dem Modell separat tauschen kann, was super ist. Also falls die mal irgendwie einen Schaden hat, dieses Kabel hier läuft zum Mainboard, das raus und dann kommt man so an die Strombuchse ran, kann die einzeln tauschen. Und ja, hier noch die CMOS-Batterie, die ist hier einfach draufgeklebt und läuft hier dann zum Mainboard. Um den Akku zu tauschen, muss man nur diese beiden Schrauben hier rausnehmen. Und zwar ist diese Schraube hier quasi schon vom Gehäuse, die muss man also nicht rausnehmen. Und dann ist es auch so, diese Schraube hier, die kommt komplett raus, während diese Schraube hier im Gehäuse bleibt. Das wird auch quasi von diesem Symbol hier angezeigt. Das heißt, wir nehmen die hier komplett raus und dann wird diese hier eben nur gelockert. Und dann kann man den Akku, der ist hier unten so ein bisschen eingehangen und hier ist auch noch ein Klebeband. Das machen wir auch noch weg. Genau. Und dann kann man den Akku hier nach oben hin und dann eben so ein bisschen in diese Richtung hier rausziehen. Und dann kann man den so auch tauschen. Und ja, bei Dell ist es oft so, dass die neuen Akkus ohne das Kabel kommen. Deswegen ist das hier quasi separat drin. Das kann man dann hier unten auch einfach rausziehen. Und dann eben auch ja, wiederverwenden bei dem neuen Akku. Also das zur Sicherheit, wenn man den Akku tauschen will, einfach behalten. Dann kommen wir zum RAM und der ist wie ja, bei allen Geräten eigentlich super einfach zu tauschen. Der wird nämlich nur von diesen beiden Klammern hier gehalten. Wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, springt der am meisten schon entgegen. Und dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und so eben auch tauschen oder auch nachrüsten. Und beim Wiederverbinden ist es so, der passt nur in eine Richtung, so rum würde der gar nicht passen. Und dann kommt der einfach in den Slot zurück, wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Ja, und genauso einfach ist im Grunde genommen auch die SSD. Die hat jetzt hier einfach nur eine Abdeckung drüber. Das heißt, man muss die beiden Schrauben hier lösen. Einmal quasi, wo die SSD gehalten wird. Und dann noch die hier für die Abdeckung. Ja, und dann kann man das eben beides ein kleines bisschen nach oben hebeln, nicht zu stark. Und dann eben hier aus dem Slot ziehen. Und da sieht man eben jetzt, hat man jetzt am Anfang gar nicht gesehen, dass das jetzt zum Beispiel eine verkürzte SSD ist. Sprich, hier ist jetzt übrigens auch noch ein Kühlstreifen drauf. Genau. Das heißt, genau, hier wird die verkürzte SSD gehalten. Man kann hier aber auch eine ganz normale lange SSD einbauen. In dem Fall bräuchte man das dann einfach nicht. Dann würde die gesamte SSD quasi einfach über diese Abdeckung hier gehalten werden. Und beim Wiederverbinden ist hier das gleiche Prinzip. Also das geht immer nur in eine Richtung. Und wenn das jetzt eben die lange SSD wäre, dann würde man die so einbauen und die Abdeckung dann einfach hier wieder drunter schieben. Und ja, dann wird einfach wieder beides verschraubt. Und dann geht das super einfach. So, dann kommen wir zum Lüfter.
Und da hatte ich, glaube ich, eingangs schon erwähnt, oder beziehungsweise ja, es gibt hier mehrere Varianten, auch auf einem und demselben Modell, auf einem und demselben Mainboard. Und zwar gibt es einmal die Variante, dass man nur einen Heatsink hat, nämlich auf der CPU. Und in dem Fall kann man den Lüfter einzeln tauschen. Wenn man hier allerdings einen dezidierten Grafikchip noch drauf hat und dementsprechend hier auch noch ein zweiter Heatsink mit dabei ist, dann gibt es das Modell quasi nur mit Lüfter und Heatsink in einem. Also da muss man schauen, was für ein Modell man hat. Ansonsten würde man alle Schrauben vom Heatsink lösen, die hier drumherum sind, plus die Schrauben am Lüfter selber. Und das mache ich jetzt hier auch mal. Und dann sieht man hier noch das Kabel. Und in dem Fall ja, kann man den Lüfter hier schon mal rausnehmen. Und dann kommt man hier an das Kabel ran. Ich versuche da nach Möglichkeit am Stecker zu fassen und nicht am Kabel. Und ja, schon hat man den Lüfter in der Hand und kann den relativ einfach tauschen. Beim Wiederverbinden ist es so, falls man keine Markierung drauf ist oder man sich unsicher ist, auf der einen Seite des Steckers kann man hier Kontakte sehen, nur auf der einen, und die zeigen in dem Fall nach oben. Und ich würde auch immer das Lüfterkabel zuerst wieder verbinden, schon allein aus dem Grund, dass man das nicht vergisst. Das ist nämlich super ärgerlich, da muss man alles nochmal aufmachen und das will man im Normalfall nicht. Genau, richtig bis zum Anschlag. Ja, und dann kommt er hier eben so ein kleines bisschen unter den Heatsink, ist aber auch sofort wieder in der richtigen Position und muss nur noch wieder verschraubt werden. Ja, und dann können wir eigentlich den Akku wieder verbinden. Und ist ja genauso einfach wie auch beim Ausbau. Den schiebt man jetzt hier so ein bisschen unten drunter. Ne? Der hat hier so kleine Ausbuchtungen. Und dann fällt er hier automatisch schon wieder in die richtige Position. Dann nur noch wieder verschrauben. Und das Akkukabel, das steckt man jetzt eben einfach nur von oben wieder auf den Steckplatz. Genau so. Und schon kann man die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man auch jetzt einfach von oben auf das Gerät und drückt das nach unten hin fest. Auch in der Mitte, da kann man überall kräftig zudrücken. Ich schaue dann am Ende auch immer noch einmal, gehe ich um das Gerät rum, gucke, dass wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Und ja, dann müssen nur noch alle Schrauben wieder angezogen werden und ja, so schnell geht das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.